Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich aus frischen Feigen einen köstlichen Kuchen, eine Feigentart, backe. Für den Mürbeteigboden gebe ich in einen Zerkleinerer 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Butter, die ich in Stücke schneide, eine Prise Salz, Zucker und Vanillezucker sowie ein Eigelb. Das Eiweiß brauche ich später noch für Eischnee, es muss also sauber getrennt werden. Dann kann man noch etwas Zitronenschalenabrieb oder eine Messerspitze Zimtpulver zu den Zutaten geben. Alles wird gemixt, wobei man zwischendurch immer mal wieder absetzt und man hat im Handumdrehen einen Mürbeteig. Er wird in Folie verpackt, für eine halbe bis eine Stunde in den Kühlschrank gegeben, damit er etwas fest werden kann. In der Zwischenzeit kann man schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu werden 2 Eigelbe und 3 Eiweiße getrennt in Schüsseln gegeben. Außerdem werden 120 Gramm gemahlene Mandeln und 50 Gramm Zucker abgewogen. Nach der Ruhezeit des Mürbeteiges wird erstens der Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und zweitens kann jetzt der Mürbeteig für die Springform von ca. 26 cm Durchmesser ausgerollt werden. Es ist nicht viel Teig, denn der Mürbteigboden soll schön dünn sein. Deswegen, aber vor allem damit er nicht auf der Arbeitsfläche kleben bleibt, rolle ich ihn zwischen 2 Lagen Backpapier aus. Das obere Backpapier habe ich vorher in die Springform eingeklemmt. Durch den Knick im Papier kann ich erkennen, wie weit ich den Teig ausrollen muss. Natürlich ist er am Rand ein wenig ausgefranst. Der geschlossene Springformrand wird jetzt aufgesetzt und angedrückt. Der überstehende Teig wird entfernt. Der Boden der Springform wird unter das Papier geschoben und die Form wird nun zusammengesetzt. Dabei muss man den Boden ein wenig von unten hochdrücken, damit er in die Kerbe rutscht und festsetzt. Den restlichen Teig rollt man aus und schneidet ihn in Streifen und zieht damit einen kleinen Rand an der Springform hoch. Sehr hoch muss dieser Rand allerdings nicht sein. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Jetzt wird die Füllung fertiggestellt. Zuerst wird das Eiweiß aufgeschlagen, dabei werden ein paar Tropfen Zitronensaft und 3/4 des Zuckers zugegeben. Das Eiweiß muss immer zuerst aufgeschlagen werden. Man braucht nicht zu befürchten, dass der Eischnee schnell wieder zusammenfällt, aber man benötigt für das Aufschlagen des Eischnees unbedingt, ohne Diskussion und Ausnahme, 100%ig fettfreie Schläger. Schlägt man zuerst das Eigelb auf, wie es in manchen Rezepten heißt, müssen die Schläger anschließend gespült werden und man hat damit nicht nur die Arbeit, sondern auch das Risiko, dass doch noch Fett an ihnen haftet. Nach dem Eischnee werden die Eigelbe unter Zugabe des restlichen Zuckers schaumig geschlagen, bis eine hellgelbe, voluminöse Masse entstanden ist. Das Eigelb wird auf den Eischnee gegossen, darauf kommen die gemahlenen Mandeln und wer möchte, kann auch noch etwas Zitronenschalenabrieb darauf geben. Alles muss untergerührt werden. Es heißt ja immer, man soll das von Hand machen, damit der Eischnee ja nicht zusammenfällt. Das kann man sicher so machen, ich nehme dazu aber immer zunächst den Handmixer und lasse ihn auf kleinster Stufe laufen. Durch die rotierenden Schläger wird der Eischnee wieder geschmeidig und die Komponenten vermischen sich sehr gut.
Aber bedenkt bitte, es geht ziemlich schnell und man muss rechtzeitig aufhören. Deswegen zeige ich das immer in Originallänge, ungekürzt und keine Zeitraffer. Lediglich zum Schluss prüfe ich mit dem Teigschaber, ob ich am Teigboden alles erfasst habe und sich dort keine Eischneenester mehr befinden. Die Masse wird nun auf den Mürbteigboden gegeben. Durch Hin- und Herrütteln verteilt sich die Füllung, ohne dass man sie verstreichen muss. Und das würde den Eischnee zum Zusammenfallen bringen. Damit der Rand des Kuchens beim Backen nicht zu sehr austrocknet, denn er bekommt ja nicht nur von unten, sondern gleichzeitig auch noch von der Seite Hitze ab, setze ich die Springform in diesen Tortenrand aus Edelstahl. Jetzt kann er endlich in den Ofen. Der Kuchen wird zunächst 10 bis 15 Minuten gebacken und nein, die Feigen habe ich natürlich nicht vergessen. Wir hatten Glück und haben diese wunderbaren Feigen auf dem Markt gefunden, die ich gewaschen, trocken gerieben und geviertelt habe. Um zu sehen, wie man mit der Menge hinkommt, werden die Viertel auf das Backpapier mit dem Springformabdruck gelegt. Nach der ersten Backzeit werden die Feigen auf der Mandelfüllung verteilt. Vorsicht, das Metall ist heiß. Außerdem streue ich noch blättrige Mandeln in die Zwischenräume der Feigen. Das hätte ich beinahe vergessen. Und im Nachhinein würde ich beim nächsten Mal die Mandelblätter auf den Belag streuen, bevor ich die Feigen darauf gebe. Die Backzeit des Kuchens beträgt 50 bis 60 Minuten in meinem Ofen. Jeder Ofen ist unterschiedlich, also bitte aufpassen. Ein untrügliches Zeichen für das Nahen des Endes der Backzeit ist es immer, wenn die Küche anfängt, nach leckerem Kuchen zu riechen. Der Kuchen wird aus dem Ofen geholt und man kann ihn noch mit etwas Konfitüre bestreichen. Ich habe hier Hagebuttenkonfitüre genommen, man kann auch jede andere rote Konfitüre nehmen. Es war allerdings etwas knifflig aufgrund der Mandelblätter. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr euch die Arbeit machen wollt. Die Feigen sehen dann schöner aus. Mit einem glatten Messer wird der Teig vom Rand gelöst. Erst dann kann der Springformrand entfernt werden. Der Boden der Springform wird erst später entfernt. Jetzt muss der Kuchen nur noch auskühlen, am besten auf einem Kuchengitter. Zum Umsetzen auf eine Kuchenplatte wird der Kuchen auf die Arbeitsplatte gegeben und der Springformboden darunter weggezogen. Der Kuchenheber wird zwischen Teigboden und Backpapier gesetzt und unter den gesamten Kuchen geschoben. Es hilft, wenn man von der gegenüberliegenden Seite, wie gezeigt, mit der Handkante nachhilft. Der Kuchen ist glücklich auf dem Kuchenheber, hier ist die Kuchenplatte und jetzt muss er auf selbige befördert werden. Dafür ist es am besten, wenn man wie gezeigt mit der gebogenen Handkante, diesmal von der anderen Seite, den Kuchen mit sanfter Gewalt auf die Kuchenplatte schiebt. Jetzt kann der Kuchen endlich angeschnitten werden. Obwohl man meinen könnte, dass Feigen trockene Früchte sind, ist der Kuchen doch recht feucht. Die Feigen haben einen sehr subtilen und typischen Geschmack, der sich aber sehr gut gegen die Mandeln behaupten kann. Ich hoffe, ihr probiert ihn einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Feigentart. Mürbeteig, 100 Gramm Mehl, 20 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 50 Gramm Butter, ein Eigelb, eine Messerspitze Vanille oder Vanillinzucker oder eventuell eine kleine Messerspitze Zimt. Belag: 3 Eiweiß, einige Tropfen Zitronensaft, 2 Eigelb, 80 Gramm Zucker, 120 Gramm gemahlene Mandeln, eventuell etwas Zitronenschalenabrieb einer Viertel Zitrone, 2 Esslöffel Mandelblättchen, 5 bis 6 frische Feigen je nach Größe, 1 Esslöffel Hagebuttengelee oder eine andere nicht zu dominante Konfitüre. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!